Wenn du den Herkules-Roller wütend machst, dann kommt Monstrum dabei raus. Jetzt habe ich hier auf der Motorbike Expo einen alten Bekannten getroffen, nämlich Dave. Und ihr kennt ihn auch. Wir haben schon das Video über seinen Roller gemacht, den er zum Mazda-Rennwagen designt hat. Hi, ich bin Dave aus Nürnberg. Das ist mein Herkules Pony-Roller. Das ist ein KTM-Roller, der hieß Pony 2. In dem Fall ist es jetzt aber ein Herkules-Lizenzbau. Da hieß er dann NHW 50 und deswegen der Name Herkules. Herkules und der unglaubliche Hulk. Wenn du den Herkules-Roller wütend machst, dann kommt so ein Monstrum dabei raus. Das Besondere an dem Roller ist ja, dass da jetzt nicht unbedingt der Herkules-Motor drin ist, sondern was hast du für einen Motor eingebaut? Der ist von der 91er KTM LC4 550 EXC. Also sogar das Wettbewerbsmodell mit Magnesiumdeckeln und Sintermetallkupplung. Ich glaube, angegeben ist er mit 45 PS. Hier in dem Tacho ist noch die Beschleunigung von 0 auf 100 eingespeichert. Und das sind unter 5 Sekunden. Das ist definitiv nicht langsam, vor allem eine lustige Idee. Einen modernen KTM-Motorradmotor in einen alten KTM bzw. Herkules-Roller zu bauen. Und was hast du sonst noch für Umbauten gemacht? Was ist das zum Beispiel für eine Schwinge? Der Hinterbau ist im Grunde original von der KTM. Das heißt, ich habe den Roller unten abgeschnitten, das Heck weg, die KTM vorne abgeschnitten. Ja. Ist in der Garage auf Farbdosen ausgerichtet und zusammengeschweißt. Ich hab das Ding vor über 20 Jahren gebaut, als ich noch in der Ausbildung war. Das war komplett eine Spaßidee. Also ich habe den Rahmen, hat ein Kumpel, der hat einen Roller gekauft, da war der Rahmen mit dabei. Der ist ziemlich kaputt alles. Da machen wir irgendeinen Quatsch mit. Aber das ist auch geil. Ich glaube, wenn ich mich hier so davor stelle, ne, dann sieht das eigentlich nur noch aus wie das Motorrad. Ja, wie gesagt, das ist hinten im Grunde original. Die Felge ist von einem VW Lupo und es sind halt wieder die Narben, die Halter für die Luftschaltung. Ja. Ist alles selber gebaut. Ne? Aber das ist jetzt natürlich das nächste Spektakuläre, was du hier erwähnst. Wie wird das Ding geschaltet? Der hat eine Druckluftschaltung. Hier quasi kann man die Druckluftschaltung separat einschalten. Wenn man losfährt, drückt man, sobald der Schaltblitz angeht, einfach nur noch den Knopf. Der unterbricht die Zündung und haut über das Druckluftsystem den nächsten Gang rein. Okay. Das heißt, du musst am Start nur losfahren und wenn das Licht angeht, drückst du auf den Knopf, bis du im Ziel bist. Das ist ein Schaltblitz, der hier extra angebracht ist. Genau, ja. Und wenn der leuchtet, weißt du, dann bist du auf der richtigen Drehzahl. Das ist der ideale Moment, um zu schalten. Genau. Gebaut ist das Ganze natürlich hauptsächlich für Beschleunigungsrennen. Es ist natürlich, sagen wir mal, das Thema des Rollers, aber gerade dadurch, dass Motorradmotor in Rollerrahmen passt er natürlich in keine Kategorie rein. Ja. Und man kann es ja auch nicht vergleichen, weil wenn ich mit einer Vespa die Zeiten fahre, die das Ding schafft, da muss ich fahren können. Ja. Mit dem Ding, ich hocke mich drauf, gebe Gas und der ist relativ schnell. Ja. Das Getriebe ist dafür ausgelegt, die Schwinge kann die Kraft ab. Ne, wenn du bei so einer hochgezüchteten Vespa die Gänge treffen, das ist... Vor allem hast du ja auch eine Länge, ne? Das Ding steigt wahrscheinlich niemals. Der steigt niemals. Du kannst am Gas, Vollgas, wenn die Ampel grün wird, lässt die Kupplung schnalzen und los geht's. Hattest du denn irgendwelche Gedanken, was auch noch das Design angeht? Oder hast du gesagt, Form follows Function? Es ist viel Form follows Function natürlich, was ja bei so einem Rennfahrzeug auch legitim ist. Ich meine, die Idee ist natürlich geboren aus den 2000er Jahren, wo ganz viel so Monster Garage mit Jesse James, wo die auch so vollkommen irrwitzige Fahrzeuge gebaut haben und dann war das halt dann irgendwie so, sowas muss ich auch machen. Ja. Ne? Und dann das Motorrad recht billig gekriegt, den Roller umsonst gehabt und dann ging's los. Okay. In jedem Fall eine sehr coole Idee. Macht viel Spaß, das Ding anzugucken und irgendwann muss ich auch noch mal fahren sehen. Dave, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, gerne. Und wenn euch das Video gefallen hat, Bimmel drücken nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.